Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Unter dem Schwert, 15 Jahre im Kommando. Spezialkräfte von Christian Gerstner ist ein packender Erfahrungsbericht über das Innenleben einer der geheimsten und anspruchsvollsten Militäreinheiten Deutschlands, dem Kommando Spezialkräfte, KSK. Gerstner nimmt den Leser mit auf eine außergewöhnliche Reise durch seine 15-jährige Dienstzeit, die geprägt ist von harten Auswahlprozessen, extremen körperlichen und psychischen Belastungen sowie brisanten Auslandseinsätzen. Dabei erhalten Leser nicht nur spannende Einblicke in den hochspezialisierten Alltag eines Elitesoldaten, sondern auch in die moralischen und emotionalen Herausforderungen, die mit diesem Beruf einhergehen. Gerade das KSK steht im Fokus vieler öffentlicher Diskussionen, weshalb Gerstners authentischer und offener Stil das Bild von außen differenziert und erweitert. Das Buch richtet sich an alle, die hinter die Kulissen spekulativer Medienberichte schauen und echtes Insiderwissen erlangen wollen. Neben persönlichen Erfahrungen und Erfolgen schildert Gerstner auch Zweifel, Niederlagen und den ständigen Drahtseilakt zwischen Pflichterfüllung, Kameradschaft und individueller Integrität. Es ist eine schonungslose, aber respektvolle Hommage an all jene, die ihr Leben für den Schutz anderer riskieren. Gleichzeitig spiegelt das Buch die Vielschichtigkeit moderner Kriegsführung und den mentalen Preis wider, den die Elitekräfte tragen müssen. Der Leser wird förmlich in eine Welt voll gefährlicher Einsätze, loyaler Bruderschaft und täglicher Grenzerfahrungen gezogen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Auswahlverfahren und Ausbildung im KSK. Das erste entscheidende Thema des Buches ist das Auswahlverfahren und die mehrstufige Ausbildung, die Kandidaten für das KSK absolvieren müssen. Gerstner beschreibt die schier unmenschlichen Herausforderungen, die angehende Kommandosoldaten sowohl körperlich als auch mental erwarten. Neben den obligatorischen Härtetests stehen anspruchsvolle Überlebenstrainings, taktische Übungen und die Vermittlung hochspezialisierter Fähigkeiten auf dem Programm. Dabei steht weniger das reine Muskelspiel im Vordergrund als vielmehr Durchhaltevermögen, Anpassungsfähigkeit und Teamgeist. Die detaillierten Schilderungen von Misserfolgen und Rückschlägen machen deutlich, wie rar die Plätze innerhalb des KSK sind und wie viel Opferbereitschaft, Selbstdisziplin und Willenskraft erforderlich sind, um zu bestehen. Gerstner lässt keinen Zweifel daran, dass der Weg zum Elitesoldaten keine kurzfristige Entscheidung ist, sondern eine grundlegende Wandlung der eigenen Persönlichkeit erfordert. Durch diesen realistischen Einblick wird dem Leser bewusst, wie weit der Alltag der Elitekräfte von gängigen Klischees entfernt ist und welche Dimensionen die Belastungen annehmen können. Zweitens: Der Alltag als Elitesoldat. Im zweiten Schwerpunkt widmet sich Gerstner dem Alltag eines Kommandosoldaten, der sich erheblich vom regulären Soldatenleben unterscheidet. Permanente Einsatzbereitschaft, ständige Fort- und Weiterbildung sowie der intensive Zusammenhalt innerhalb der Einheit prägen das tägliche Leben. Der Autor beschreibt sehr eindrücklich, wie das Bedürfnis nach Perfektion und absolute Zuverlässigkeit im Team gefordert werden, denn jeder Fehler könnte fatale Konsequenzen haben. Konkrete Einblicke in Trainingsabläufe, logistische Herausforderungen und Planung komplexer Operationen zeigen, wie vielschichtig die Aufgaben der KSK-Mitglieder sind. Der Dienstalltag ist dabei ebenso geprägt von langen Wartezeiten, Stressphasen und Unsicherheiten wie von adrenalingeladenen Einsätzen. Besonders wichtig ist für Gerstner der Aspekt der Kameradschaft, der in Extremsituationen über Leben und Tod entscheiden kann. Der Alltag ist ein Balanceakt zwischen Routine und ständiger Bereitschaft für das Unvorhersehbare. Drittens: Auslandseinsätze und die Realität moderner Kriegsführung. Ein weiterer zentraler Themenblock sind Gerstners Schilderungen der Auslandseinsätze, deren Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Hier werden weder die physische noch psychische Belastung beschönigt. Gerstner berichtet von verdeckten Aufträgen, Antiterroreinsätzen und riskanten Rettungsmissionen, die den Soldaten alles abverlangen.
Die Erfahrungen im Ausland zeigen, wie unberechenbar und gefährlich die Einsätze des KSK sind. Situationen, in denen jede Entscheidung Leben oder Tod bedeuten kann, sind an der Tagesordnung. Die Blickwinkel auf das Leiden der Zivilbevölkerung, die moralischen Dilemmata in Einsatzgebieten und die Kollision zwischen Befehl und Gewissen werden ebenso ausführlich behandelt wie die Zusammenarbeit mit internationalen Spezialeinheiten. Gerstner macht deutlich, dass die Realität im Einsatz oft komplexer und belastender ist, als es sich Außenstehende vorstellen können. Dadurch erhält der Leser ein profundes Verständnis für die Anforderungen und Herausforderungen moderner Spezialkräfteoperationen. 4. Persönliche Herausforderungen und Folgen für die Psyche. Im 4. großen Thema blickt Gerstner auf die psychischen Auswirkungen und persönlichen Herausforderungen, mit denen Soldaten des KSK konfrontiert sind. Ständige Alarmbereitschaft, das Erleben von Gewalt und Tod sowie die langfristige Trennung von Familie und Freunden hinterlassen Spuren. Er beschreibt, wie schwer es ist, nach belastenden Einsätzen wieder in das zivile Leben zurückzukehren und die psychischen Lasten zu verarbeiten. Der Umgang mit Traumata, das Gefühl von Isolation und die Schwierigkeit, mit Außenstehenden über Erlebtes zu sprechen, sind zentrale Aspekte. Gerstner schildert offen, wie hoch der Preis für den Dienst an der Waffe sein kann und betont die Notwendigkeit von Nachsorgeprogrammen und psychologischer Betreuung. Auch die Auswirkungen auf das eigene Selbstbild und die Identität als Soldat werden kritisch reflektiert. Damit sensibilisiert das Buch auf beeindruckende Weise für die Ängste und Widerstände, denen Elitesoldaten im Einsatz und danach begegnen. Schließlich Ethik, Kameradschaft und Verantwortung. Abschließend thematisiert Gerstner ethische Fragestellungen, den Stellenwert von Kameradschaft und die besondere Verantwortung, die mit der Tätigkeit im KSK einhergeht. Er diskutiert, wie schwierig es ist, in heiklen Lagen zwischen Befehl und persönlichem Werteverständnis zu vermitteln. Die Loyalität zur Truppe wird häufig auf die Probe gestellt, insbesondere wenn Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen getroffen werden müssen. Für Gerstner ist Kameradschaft ein existenzieller Wert, ohne den das Überleben in Extremsituationen kaum möglich wäre. Weiterhin wirft das Buch die Frage auf, wie Elitesoldaten mit Fehlern umgehen und welche Rolle Integrität im Alltag spielt. Der Autor betont, dass die Verantwortung für das eigene Handeln in der KSK groß ist, da jede Aktion Auswirkungen auf das Leben vieler Menschen haben kann. Abschließend fordert Gerstner mehr Wertschätzung und ein differenzierteres gesellschaftliches Bild für die Soldaten, die im Verborgenen dienen. Zusammenfassend: Unter dem Schwert. 15 Jahre im Kommando. Spezialkräfte ist ein unverzichtbares Buch für alle, die sich für die Welt der Spezialeinheiten, das deutsche Militär und das reale Leben von Elitesoldaten interessieren. Es richtet sich sowohl an Militärbegeisterte als auch an Leser, die sich mit psychologischen, ethischen und gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigen. Gerade weil Christian Gerstner nicht nur die Glorifizierung, sondern auch die Schattenseiten seines Jobs beleuchtet, bietet das Buch einen echten Mehrwert gegenüber anderen Werken, die oft nur einseitige Perspektiven vermitteln. Wer mehr über die wahren Herausforderungen, Opfer und Leistungen der KSK-Soldaten erfahren möchte, sollte dieses Buch zur Hand nehmen. Es fördert Verständnis, Empathie und Respekt gegenüber einer Berufsgruppe, deren Arbeit sonst meist im Verborgenen bleibt. Im Vergleich zu anderen Büchern über Spezialeinheiten überzeugt Gerstners Werk durch Authentizität, Tiefe und den Mut, auch unbequeme Wahrheiten zu benennen. Leser, die nach echter Inspiration, differenziertem Wissen und lebensnahen Beispielen suchen, finden hier Antworten, Denkanstöße und eine neue Wertschätzung für Menschen, die unter dem Schwert stehen. Wenn Sie unterstützen möchten. Christian Gerstner können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.